Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Her Story. Wir haben immer noch keine Ahnung, also ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß ja nicht mal genau, was das Ziel des Spiels ist. Ich vermute mal, dass wir uns aus den ganzen Clips die gesamte Geschichte irgendwie zusammenreimen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich ein Ende gibt. Einen Punkt, wo das Spiel sagt, du hast jetzt alles, ich sage dir jetzt, was wirklich passiert ist. Das wäre schön, ich hoffe, sowas gibt's, weil ich verliere hier langsam aber sicher echt den Überblick. Aber mir gefällt's irrsinnig gut, dieses selbst zusammenreimen. Ich mag sowas, wenn dir nicht alles auf dem goldenen Silbertablett, was? Ich schreibe wieder. Und zwar, was eigentlich? Was schreiben wir? Murder Reason. Also Grund für den Tod gibt's keinen, wenn ich nur nach Reason suche. Die zwei kennen wir schon. Wie hieß das eine da? Das, was ich nicht weiß. Moment. STD. Vielleicht erklärt sie uns ja, was es ist. Nee, leider nicht. Irgendein Wort hatte ich hier noch aufgeschrieben. Verdammt, ich kann es nicht lesen. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ach genau, nach der Brille. But on his clothes, that would make sense. He made it. By hand. I mean, he brushes the silver onto the glass. That's not how they make mirrors these days. I mean, he made the mirror and he gave it to me. Okay, da ging es jetzt nicht nur um die Brille, sondern um den Spiegel, den er ja selbst gemacht hat. Simon. Nichts Neues, verdammt. Simon. Blood, haben wir das schon probiert? Anscheinend. Simon says. Nein, das wird jetzt natürlich nichts bringen. Simon found. Simon Corpse. Das habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Body. Es gibt, glaube ich, ganz viele Simon. Ja, 63. Simon. Das habe ich aber bestimmt schon versucht. Ja. Habe ich das eigentlich schon probiert? Ich glaube schon. Ja, klar. Murder. Police. Und nur Police? Nichts Neues, okay. Jetzt wird es langsam echt schwer. Jetzt wird es langsam echt kompliziert, hier Worte zu finden, die uns wirklich weiterbringen. Haus. Da ein paar neue. Die können alle da dazu, okay. Sure. Yes, of course, if that would help. Will you phone the house to let me know when you want to come round? Then I can make sure that I'm there. Das Lächeln zum Schluss. Okay, das heißt, sie hat der Polizei sozusagen gestattet, das Haus nochmal anzusehen. Aber sie möchte vorher benachrichtigt werden. I wasn't in the house. Warst du nicht? Okay. Das ist doch Lady Glasgow hier. Ist das jetzt dieselbe wie die? Wann ist das aufgenommen worden? 20 Uhr, also am 27.06. und das am 18.06. Okay. I wasn't in the house all of Friday night. After the argument, after Simon left, I left too. I was upset and I wanted to get away. So I took the car. Okay, ich glaube, jetzt checke ich es erst, die ganze Sache mit Glasgow. Sie ist doch die Frau von Simon. Sie hatten einen Streit. Sie stieg ins Auto, fuhr nach Glasgow. Dort hatte sie ja diesen Unfall mit dem Taxi. Und sie war ja schwanger und kam dann ins Krankenhaus, weil der Taxifahrer sie ins Krankenhaus brachte. Pregnant. Habe ich das schon mal probiert? Was? Ich habe gerade Dings falsch geschrieben. Chit-Chat? Was? How is it going down there? Wie geht's dir? Bist du fertig? No. Nein, ich wollte dich noch mehr fragen. Wer warst du? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer das war.
Komm zurück. Hallo? Verdammt, ich kann nichts mehr schreiben. Call. Komm schon. Hey, you done? Can. Ach, ich kann hier echt nur Yes oder No schreiben. No. Alles klar. Das heißt, was passiert, wenn ich dann Yes schreibe? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ich möchte aber noch nicht. Also pregnant. So. Yes, I'm fine. I won't be sick again. This happens some days. I'm pregnant. It's morning sickness. Ach, sie ist jetzt in dem Moment schwanger. Verstehe. Okay. No. Well, yes. He found out on my birthday. I told him I was pregnant. Ja, hoffentlich. Ist er der Vater? It's Rapunzel. The story starts when she's born. Mother Gothel, a witch, takes Rapunzel from her parents and keeps her locked up in this tower. Rapunzel gets pregnant by the prince. And Mother Gothel is furious, so she cuts off her hair and throws it. Actually, her hair's already short here, so that's already happened. So she throws her into the wilderness, and Rapunzel is reunited with the prince, who's blind. But she kills him with her tears, and so it's a happy ending. Is that too much? Das sind jetzt aber gewisse Parallelen da. Erstens mal die Sache mit den abgeschnittenen Haaren, das hat ja die eine eben erzählt, ich weiß jetzt immer noch nicht, das war aber nicht sie, das war die andere, das war die, die nicht mit Simon zusammen war. Dass sie sich über die Haare abschnitt, obwohl ihre Mutter das verboten hatte. Und um ihrem Spiegelbild zu ähneln. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Spiegelbild jetzt wirklich das eingebildete Bild von sich selbst war oder ob sie da das gegenüberliegende Haus meinte, wo sie dann ihre Schwester immer sah. Das ist einmal diese Parallele zu dieser Geschichte. Und das zweite natürlich, weil sie gerade meinte, dass der Prinz blind war. Ich kenne jetzt die Geschichte überhaupt nicht mehr. Es ist ewig her, dass ich Rapunzel gelesen habe. Aber auch Simon war ja blind, unter Anführungszeichen. Sie haben mir erzählt, er hatte sehr, sehr dicke Gläser, also Brillen. Das sind schon Parallelen da. Was ist, wenn ich jetzt nach Rapunzel suche? Rapunzel. Schreibt man das so oder mit Z? Ich glaube mit Z. Doch einiges. Sorry. The picture, the way it's drawn, just reminded me of the books we used to read as children. I read those fairy tales over and over, and they were so real to me. Rapunzel was my favourite. My brain is just full of it. Are any of these in colour? Okay. Did I pass? Sorry, I messed it up with all that Rapunzel stuff. Do you need me to do that card again? We were obsessed with fairy tales. Not just the pretty ones, but the traditional ones. They were dark and real, bizarre and violent. Felt like life. We had this huge old book that I think Mum must have bought from a library sale. The illustrations had thin tracing paper over them to protect them. They were in colour, shiny plates. At the front of the book was an index of illustrations. We read that more than the actual stories. We'd read aloud the captions and flip between the pictures. There was something intimate about peeling back the tracing paper, undressing the pictures. Rapunzel's hair is cut. The eagle plucks out his heart. The princess pricks her finger. Irgendwie sind das voll die gestörten Schwestern, habe ich das Gefühl. Das heißt, sie waren Märchen versessen. Oh, da gibt es ja doch einige, 7 insgesamt. And the Glaziers. I worked there some weekends and Simon had a part-time job there too. That was Eric's generosity.
He was always good at helping out other people's children. Simon was quiet, more thoughtful than the other boys. Even then, he had a sense of craftsmanship. Wasn't always rushing stuff. Boys that age are just running around like headless chickens most of the time. You know? Plus, he had that look. He looked like a fairy tale prince from one of my books. Okay, immer wieder dieser Bezug zu den Märchen. Simon never cheated on me. He was devoted to me, and I was devoted to him. Nothing in life is easy. We were good to each other. Life isn't a fairy tale. You do what you can. Okay Leute, das hat mich jetzt unfassbar verwirrt, weil ich habe hier vor meinem Zettel stehen, Tattoo ist nicht gleich Frau von Simon. Das heißt, irgendwann muss ich den Eindruck gehabt haben, dass sie nicht die Frau von ihm ist. Aber sie ist es. Also, was? Sorry, wenn ich hier ein paar Sachen sozusagen durcheinander bringe, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich nehme das jetzt eigentlich durchgehend schon auf. Also, ich habe jetzt nicht wirklich viel Pausen gemacht zwischen den Folgen. Deswegen kann schon sein, dass es langsam aber sicher etwas anstrengend für mich wird. Aber trotzdem, ich gebe nicht auf. Nächster Clip. Well, she wasn't my real mother, but she raised me. Do you want to hear the story? It's a real-life fairy tale. Ja klar, erzähl. Ist das hier? Fairy tales. Stories about lost princesses, evil witches, magical mirrors and lost children. So you see, even before I knew the truth, I'd found it in those stories. Ja klar, natürlich, der Spiegel ist ja auch ein Element aus Märchen. Ist das alles vielleicht, was sie erzählt, nur ein Märchen oder was die erzählen? Haben die irgendwie zusammengearbeitet? Mann, Mann, Mann. Was wollte ich denn jetzt suchen? Genau, Book. I hoover, I dust every week, maybe less. I once asked Eleanor how often I should dust, and she said, if people ask, tell them you do it once a week, but every few weeks is okay. I think she was just trying to make me feel better. I mean, when I was there, she was hoovering every day, ran an ordered house. You know how that generation is, putting on a brave front. She has secret stashes of cigarettes. Doug doesn't even know she smokes. When I was there, I saw her. She has these sort of porcelain vases, ornamental, next to the Reader's Digest books. Cigarettes inside. And she still has them. I mean, last time I was there, I looked in a vase. There was a fresh pack. I mean, all those years of marriage, and she still has a secret like that. Jetzt aber ganz im Ernst, diese Befragung ist generell voll seltsam, findet ihr nicht? Ich meine, die eine fängt an, Gitarre zu spielen, wo auch immer sie plötzlich die Gitarre her hatte. Und sie erzählen Sachen, die meiner Meinung nach überhaupt nicht relevant für den Fall sind. Kommt mir zumindest so vor. Yes. The first time we saw each other, it was strange. We both realised at the same moment, I think. We must have seen each other before, but there was this instant when we first realised it wasn't a reflection. The reflection was staring back. I think I was 5. It was my birthday. My reflection was wearing a party hat and waving. I knew what party hats were from books. And it suddenly occurred to me, today must be my birthday. I waved back and we just spent ages waving at each other and copying each other's movements.
Mann, also ist jetzt definitiv nicht leicht gehabt in ihrem Leben. Mir ist jetzt gerade wieder ein Wort eingefallen, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Verdammt. Was wollte ich denn jetzt suchen? Verdammt. Mir fällt es jetzt nicht mehr ein. Ich sollte mir das aufschreiben. Ja, ich schreibe schon die ganze Zeit Sachen auf. Mein Blog ist schon dermaßen voll hier. Ich brauche einen größeren Blog. Der ist nämlich voll winzig eigentlich. Da passen pro Seite vielleicht 20, 30 Wörter drauf. Was habe ich denn hier noch? Habe ich. Genau, ich wollte nach Secret suchen. When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd learned from a book, the knock code. Something prisoners of war would use. We'd tap them out on radiator pipes or the attic floor. Dad thought we had mice, but they couldn't find any. Bought a cat anyway. Okay, Leute, das erinnert mich jetzt an die eine Sequenz. Ich glaube, das war in der ersten oder in der zweiten Folge. Als, nicht sie, sondern ich glaube, das war jetzt die andere, verdammt, so verzweifelt war aufgrund vom Namen Eve oder Hannah oder beides. Und da hat sie auch was geklopft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finden wir raus, was für ein Alphabet das ist. Das heißt, ich werde das mal in der nächsten Folge versuchen herauszufinden. Wir suchen einfach danach. Bis dahin, mein Name ist Tako. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.